Willkommen bei Vector Welding. Mein Name ist Florian Wagner und in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, was alles im Lieferumfang enthalten ist und wie Sie Ihr Gerät in den Betrieb nehmen. Vector Welding hat für jede Anwendung das passende Gerät. Ich stelle Ihnen vor, den Paris 700 Plasmaschneider mit 70 Ampere Leistung und Starkstromanschluss. Zum Lieferumfang gehören der AG60 Plasmabrenner mit Sicherheitsschalter in 4 Meter Länge mit folgenden Anschlüssen: Pilotleitung, Steuerleitung und Druckluftanschluss. 2 Druckluftleitungen in 3 Metern Gesamtlänge und passenden Schraubschellen, einen Druckminderer mit Wasserabscheider, Druckluftmanometer, Druckluftschlauchverbindungsstücken, Teflonband und einen passenden Halter zur Montage auf der Rückseite des Geräts. Zusätzlich eine Bedienungsanleitung auf Deutsch und Englisch. Um den Druckminderer zusammenzubauen, benötigen Sie einen 11 mm und 14 mm Maulschlüssel. An den Seiten befinden sich der Ein- und Ausgang für die Druckluftschlauchverbindungsstücken. Entfernen Sie die Schutzkappen vom Druckminderer und umwickeln das Verbindungsstück mit Teflonband. Ziehen Sie das Verbindungsstück mit dem Maulschlüssel handfest an. Wiederholen Sie den Arbeitsschritt auf der anderen Seite. Der Druckluftmanometer wird auch mit Teflonband umwickelt und handfest angezogen. Das kurze Stück Druckluftschlauch verbinden Sie mit dem Ausgang am Druckminderer und das lange Stück mit dem Eingang vom Druckminderer. Um den Halter an der Paris 700 zu montieren, entfernen Sie zunächst die Mutter mit Unterlegscheiben und schrauben diese mit dem Halter an der Paris 700 wieder fest. Der Druckminderer wird dann von unten in den Halter geschoben und festgeschraubt. Verbinden Sie nun das kurze Ende vom Druckluftschlauch mit dem Gerät und das lange Stück mit Ihrem Kompressor. Hierfür benötigen Sie eventuell ein Schnellkupplungsstück, was nicht im Lieferumfang enthalten ist. Vor der ersten Inbetriebnahme überprüfen Sie den Plasmabrenner. Dazu schrauben Sie die Keramikkappe und die Düse ab. Ich verwende hierfür eine Wasserpumpenzange, um die Düse besser greifen zu können. Drehen Sie die Elektrode mit dem mitgelieferten Werkzeug heraus. Diese 3 Bauteile sind Verschleißteile und sollten Sie immer auf Vorrat haben, um bei Verschleiß Ihren Arbeitsschritt beenden zu können. Bei der Montage des Plasmabrenners sollten Sie alle Bauteile nur handfest anziehen. Bei der Montage des Schlauchpakets wird erst die Pilotleitung montiert.
Bei der Steuerleitung achten Sie auf die Führungsnase. Vor der Montage des Druckluftanschlusses schieben Sie den Schraubschutz über den Anschluss und ziehen ihn fest. Die Erdungsklemme wird an den Positivstromanschluss angeschlossen. Hier sehen Sie den Plasmaschneider im Einsatz. Trotz starkem Rost und Lack auf der Oberfläche zündet die HF-Pilot-Zündung zuverlässig. Um am Anfang gerade Schnitte zu erzielen, nehmen Sie sich eine Führung, um den Plasmabrenner daran entlang zu führen. Weitere Tipps zum Plasmaschneiden finden Sie hier auf unserem Kanal. Sollten Sie noch Fragen zum Produkt haben, schreiben Sie einen Kommentar unter diesem Video oder setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Vielen Dank!